Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir beginnen heute mit einem neuen Buch und zwar Labsal im Trübsal. Bunte Geschichten von Georg Gass. Ich hatte eine Umfrage gemacht und euch gefragt, ob ich das in einer Direktübertragung machen soll oder in Videoform. Ihr habt gesagt, ich soll es in Videoform machen, also mache ich das auch. Wir beginnen erstmal, bevor ich das hier groß erkläre, werde ich euch das Vorwort vorlesen, um was genau es sich hier in dem Buch dreht und worüber das hier läuft. Vorwort. Liebenswerter Leser oder Leserin, wer immer du sein magst, es geht uns allen elendlich. Wir haben alle miteinander nichts zu lachen. Darum widme ich dir, unbekanntem Leidensgenosse, mein Buch und führe dich in die Gefilde des unbehaglichen Schmunzelns ein, auf das du nun etwas zum Lachen habest und dir dein Leidensweg in den schweren Zeitläufen leichter werde. Denn siehe, die sauerste Plage trägt man spielend leicht, wenn man das Lächeln und Schmunzeln zur rechten Zeit nicht vergisst. Wir wissen nicht, was uns noch bevorsteht. Manche sagen, die 4,5 Kriegsjahre und die böse Nachkriegszeit seien einen ganz ansehnlichen Auftakt zum gewaltigen Ereignis gewesen, immerhin aber nur ein Auftakt. Wir sind bescheiden und hätten von dem bisherigen eigentlich vollauf genug, behüt uns den Himmel vor Übermaß. Aber wer nichts weiß, der muss auf alles gefasst sein. Nun um Himmels willen, also das Lachen nicht vergessen, und es gibt uns die Macht, über die Verhältnisse, ja sogar über die Schicksal zu stehen. Es ist übrigens seit jeher die starke Seite des Österreichers gewesen. Ein grober Kunde, Krieg geheißen, griff mit seinem Knüppel derb in einem Ameisenhaufen. Unerschrocken, unverdrossen, eilend und stürmend, von allen Seiten sich die Arbeiter herbei. Sie pölzen, flicken, stemmen und stützen, falzen und fügen, heben und heilen, bauen und bergen und ruhen nimmer, bis die Lebenszeit Notdurft gesichert ist. Da mitzuwirken ist ehrender Ehrenpflicht und lachende Lebenslust. Jawohl, lachende Lebenslust. So helf uns Gott im Gnaden weiter. Der Verfasser. Also, dieses Buch ist im Jahre 1923 rausgekommen, also nach dem Ersten Weltkrieg und noch einige Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg. Der Verfasser konnte also zu dem Zeitpunkt, wo das Buch geschrieben wurde, nicht wissen, dass ein neuer Krieg voraussteht. Und im Vorwort steht das schon so komisch drin, von wegen, dass der Erste Krieg so ein Auftakt wäre, immerhin ein Auftakt zu etwas Nächstem und Größerem. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass der Zweite Weltkrieg im Ausmaß stärker war als der Erste. Der Erste war auch nicht ohne, ne? Aber der Zweite ging noch weit, weit darüber hinaus, als die Technik immer mehr als die moderne Technik immer weiter fortschritt und auch in der Kriegstechnik aufging. Und naja, es geht hier drum, in den Nachkriegsjahren, was halt nie schön ist. Sowohl der Krieg ist nicht schön, als auch der Krieg danach, nach dem Krieg ist nie schön. Und er versucht einfach, die Leute aufzumuntern. Und ich habe mir gedacht, nicht, dass ich hier einen Vergleich ziehen will zu der Nachkriegszeit vom Ersten Weltkrieg, aber wir haben auch nicht viel zu lachen zu dieser Zeit. Naja, wie dem auch sei. Nochmal eine kleine Anmerkung voraus. In diesem Buch geht es um sehr viel Essen. Die guten Menschen damals hatten nicht das Glück wie wir, in Überfluss zu leben. Dementsprechend wird hier sehr stark auf Essen eingegangen. Vielleicht um den Magen irgendwie zu beruhigen damit, ich weiß es nicht. Aber ihr werdet merken, schon bei der allerersten Geschichte. Und zwar, die erste Geschichte heißt Das Zwiebelrezept. Im Winter von 1917 und auf 1918 gab es trotz guter Ernte nur sehr wenig Zwiebel.
Denn die siegreiche Heeresverwaltung und ihre Büchsenfleischwerke kauften davon für den Kriegsbedarf auf, was sie nur erhaschen konnten. Zwischen Heldentum und Zwiebelkost scheint ein geheimer Zusammenhang zu bestehen. Wenigstens wird aus dem klassischen Altertume berichtet, dass römische Soldaten in einer ägyptischen Festung belagert, trotz Brotvorrates über Hungersnot klagten, bloß weil es an Zwiebeln mangelte. Im ersten Kriegsjahr hab ich es oft mit angesehen, wie um das Zwiebelgemüse der eingewürzten Fische ein großes Geraufe entstand, als um die Fische. Ein größeres Geraufe entstand als um die Fische. Es nützte eben nichts, auch der Held braucht Zwiebel, und wurde demgemäß gezwiebelt genug. Freilich entbehrten auch wir Nichthelden die Zwiebel neben so vielem anderen. Es war überhaupt ein Kreuz damals. Hatte man Mehl oder Türkengrieß, so ging gerade das Fett aus. Hatte man Schmalz oder Anschlitt, so waren die Kohlen zu Ende und das Mehl. Erwischte man schon, wo durch Gunst und Glück ein Stück Fleisch, so konnte man nirgends Grünzeug oder Zwiebeln auftreiben. Ja, sogar mit dem Salz musste man knickerisch umgehen, von Pfeffer und anderen Gewürzen oder Zucker erst gar nicht zu reden. Und waren ausnahmsweise einmal richtige Bestandteile wie Zutaten zusammen und sonders vorhanden, so dass man sich auf eine gesegnete Mahlzeit aufrichtig freuen durfte, so hat man sich gewiss tags zuvor an einer kriegsmäßigen Mehlspeise, Ersatzwurst oder dergleichen den Magen verdorben. Dabei pflegte jedermann bei jeder Gelegenheit, ja selbst bei Gelegenheitsmangel von Essen, von Kochrezepten und wieder vom Essen zu reden, so dass man noch mehr Hunger bekam. Mit einem dergestalt ungestillten Gelüste geriet ich dazumal eines schönen Vormittags dem Herren Kanzleivorstand Kleinschrott in die Quere, mit dem ich etwas auszureden hatte. Nachdem wir damit zu Ende waren, erhob sich der beliebte und beleibte Herr von seinem Polsterstuhle, schob die Hornbrille auf die Stirne und lehnte das lange Bismarckspfeifenrohr mit dem Buchenlaub-Tabakersatzgeruch vorsichtig in die Ecke. Sodann strich er ein- bis zweimal über sein Bäuchlein und trat auf mich zu, vorsichtig nach rechts und links zu den Türen blickend. Als er sich genügend gesichert fühlte, hob er also an: »Soll ich Ihnen etwas zeigen?« »Warum denn nicht? Ich habe nichts dawider.« »Alsdann gut. Somit also werde ich Ihnen natürlich diesbezüglich einen Kranz zeigen.« »Einen Kranz? Ist wer gestorben?« »Alsdann, was fällt Ihnen diesbezüglich wieder ein? Wer soll denn gestorben sein? Also vor allem diesbezüglich. Psst, nicht weitererzählen. Vielleicht natürlich kriegen Sie beim Marktführanten Wiedreis auch noch einen. Er ist gestern abends von Pettau gekommen und hat sie natürlich über die kroatische, also Grenze, geschmuggelt.« »Ja, was denn eigentlich?« »Psst, nicht so laut!« »Also natürlich, Sie werden somit diesbezüglich gleich sehen. Aber das sage ich Ihnen natürlich gleich. So, also etwas haben Sie natürlich überhaupt noch nicht gesehen.« Damit schlich er zum Kleiderhaken, daran sein Widerrock hing, und lüftete das Geheimnis mit den Worten: »Also schauen Sie natürlich so hinher.« »Ah, also, was sagen Sie somit diesbezüglich?« »Ah, da schaue ich ja. Ja, wo haben Sie denn diesen wunderschönen Zwiebelkranz aufgegabelt? Gelt? Da schauen Sie. Ein also Happel schöner diesbezüglich als wir das andere. Meine Frau wird spitzen. Natürlich also diesbezüglich sohin still schweigen. Der Marktführant Wiedreis wird noch etwas haben. Tummeln Sie sich also diesbezüglich, vielleicht kriegen Sie natürlich auch noch einen.« Da stand ich also vor dem bezaubernden Zwiebelkranz und durfte ihn streicheln und durch die Finger gleiten lassen, wie das Spitzentuch der Königin. Wie viele Hausfrauen sehnten sich danach vergeblich und bekamen ihn nicht einmal zu Gesicht. Und eine Bezugsquelle war mir noch dazu verraten worden. Dafür musste ich mich doch erkenntlich zeigen, wenigstens mit einem Kochrezept. Der Herr Kanzleirat deckte den schützenden Winterrock wieder über den braunroten Kranz, um ihn den Augen der Mitwelt zu entziehen, da er schon damals diesbezüglich nichts heilig war. »Herr Kanzlerrat«, raunte ich ihm zu, »weil Sie schon einen so prächtigen Kranz Zwiebel haben,
Ist Ihnen doch wohl das bekannte Zwiebelrezept bekannt? Ich weiß es von meiner Frau. Es ist ganz vorzüglich, und in den schäbigen Zeiten muss eines dem anderen mit Rat und Tat beistehen. Zwiebelrezept? Diesbezüglich also ist mir bisher natürlich noch nichts bekannt. Wenn Sie somit so freundlich wären. Ja, dann schreiben Sie es nun gleich auf. Man vergisst sonst leicht die Hauptsache, und den Hausfrauen ist mit Bruchstücken wenig gedient. Freilich, also, natürlich. Aber einen Augenblick. Bleistift, Papier. So, jetzt natürlich fangen wir diesbezüglich an. Also, Herr Kanzleirat, man nehme einen schönen Häuptel Zwiebeln, schäle die Hülle ab und spaltet sie in 2 Teile. Haben Sie es richtig? In 2 Teile. In 2 Teile. So, in 2 Teile. Dann schneidet man auf einem reinen Schneidbrett, der Länge nach gleichmäßig Scheiben. Sehr dünn. Sehr dünn. Dünn. Sodann schneidet man die Scheiben mit einem scharfen Messer. Kleinwürfelig der Quelle quer nach durch. Wenn einem dabei die Tränen stark in die Augen treten, zu frischem Kornbrot riechen und bloß mit einem reinen Tuch abtrocknen. Das wird die Frau wohl besser wissen. Dann umso besser. Nun stelle man ein mittleres Reindl, je nach Größe, auf lindes Feuer. Gebe 2 bis 3 Esslöffel Butter oder reines Schweinefett hinein, zerlasse es langsam und vermische jetzt die Zwiebelstücke mit einem Kochlöffel unter stetem Umrühren, dass sie nicht anbrennen. Sind die Zwiebelwürfel gebräunt, dann legt man in das Reindl eine in Scheiben geschnittene Kalbsleber und röstet sie gut durch. Dazu etwas Salz, leicht mit Kochmehl stäuben und mit Essig spritzen. Noch besser ist eine Ganzleber, welche mit gerösteten Erdäpfeln und einer Salzgurke sowie mit vorherigen Blumenkohlsuppe und nachherigen Emmentaler Käse mit Obst und einem halben Liter Luttenberger nebst schwarzem Kaffee und einer Virginia-Zigarre. Halt aus! Das hat ja natürlich mit dem Zwiebeln diesbezüglich nichts mehr zu tun. Woher soll man eine Kalbsalsoleber oder somit gar eine Ganzleber bei dem schlechten Zeit natürlich auftreiben und das andere noch dazu? Ich hab nur so gemeint, für den Fall, also natürlich wüsste ich selber auch Bescheid. Da brauchte ich Ihr Rezept nicht. Aber wie bringen Sie es nur übers Herz, in dem Hunger also Zeiten einem die Zähne so lang zu machen, dass einem natürlich das Wasser in dem Mund so zusammenläuft? Nichts für ungut, Herr Kanzleirat. Also als Studenten haben wir unser trockenes Brot auch oft im Vorbeigehen vor einem Käsehandlung gegessen und haben dabei den Käsegeruch für den Käse genommen. Das ganze Geschimpfe und Geschrei nützt sowieso nichts. Wer das Ungemach lachend erträgt, überdauert es am leichtesten. Und es kostet dieselbe Muskelanstrengung, ob man gereint oder lacht. Ist es nicht so? Es ist so. So schieden wir schmunzelnd und ich brachte am selben Tag ebenfalls einen Kranz Zwiebel unter dem Winterrocke heim, worüber eine solche Freude herrschte, als ob ich güldenes Armband heimgebrungen hätte. Es ist schön, es ist auch wunderschön harmlos, ne? Aber ich finde das super. Nochmal als Anmerkung: Hier wird sehr viel der alten Sprache verwendet, sehr viele alte Bezeichnungen. Und ich werde, so gut ich kann, die alten Bezeichnungen durch das Weltnetz forschen und dann hier oben oder hier irgendwo einblenden und zeigen, okay, das war das mal so wurde das genannt, so wurde das genannt. Ne? Machen wir mal weiter mit der nächsten Geschichte. Der Ehrenbürger. Der berühmte Tondichter Gottfried von Preyer, Weiland-Domkapellenmeister zu St. Stephan in Wien und einer der besten Orgelspieler seiner Zeit, stammte aus kleinen Verhältnissen. Soviel ich weiß, war sein Vater Schulmeister in Hausbrunn, einer Gemeinde des Bezirkes Felsberg in Niederösterreich, und er bezog neben einem ganz kleinen Jahresgehalt von den Bauern festgelegten Mengen an Getreide, Eiern, Wein und dergleichen, wie das bis in die 60er Jahre hinein allgemein üblich war. Allerdings war der Vater Preyer ein Schlesier und daher sehr sparsam gewesen. Vor allem vertrank er den ihm zugekommenen Wein nicht Jahr für Jahr, sondern betreute ihn im Keller, bis hohe Weinpreise zum Abverkauf lockten.
So sammelte er ein nach damaligen Begriffen ganz ansehnliches Vermögen, ein Beweis, dass die frühere Art der Lehrentlohnung durchaus nicht schlechter war als die heutige. Der Sohn blieb unverehelicht, er reichte ein hohes Alter und vermehrte das Erbgut durch seine Bedürfnislosigkeit und Einkünfte ganz ungewöhnlich. Er brachte übrigens eine großartige Bildersammlung zusammen, die, wenn ich nicht irre, um schweres Geld nach Amerika verkauft wurde. Als Quelle für diese Darstellung kann ich lediglich die Erzählungen meiner seligen Frau Mutter anführen, deren Mutter den Herren Gottfried hätte heiraten sollen. Aber meinem Urgroßvater Heß, einem schweren Bauern, wog der Schulmeister zu gering, und so wurde nichts daraus. Es begann sich nun, dass der abgewanderte Präger daheim völlig in Vergessenheit geriet, da er bis in sein Greisenalter seinem Geburtsorte keinen einzigen Besuch abstattete. So tauchte er erst im späten Jahre die Erinnerung an ihn wieder auf, als man mehr und mehr von ihm und seiner schönen Kirchenmusik und seiner prunkvollen Messen hörte und schließlich gar seine Erhebung in den Adelstand ruchbar geworden war. Und es verging wieder ein Jahrzehnt oder gar ein zweites, bis man daheim in Bauerndorf auf ihn stolz zu werden anfing. Und es mochte wohl noch ein Jahrzehnt gedauert haben, bis einer der Gemeindegewaltigen im Gemeinderat anregte, dass da wohl etwas geschehen müsse. So reifte der Entschluss, Gottfried von Preyer zum Ehrenbürger seines Geburtsortes zu ernennen. Jetzt war nur noch die Frage zu lösen, wie die Urkunde geziemlich überreichen. Man einigte sich dahin, aus der weitschichtigen Verwandtschaft, aus der Freundschaft eine geeignete Auswahl zu treffen, die sollten nach Wien fahren und die Urkunde hutvollst überreichen. Das hatte zweifellos mancherlei für sich, denn es ist an sich üblich, dass sich Verwandte besuchen. Sodann würden sich der Meister der Verwandten flinker erinnern, sie leichter erkennen als Fremde. Ferners müsste den Verwandten ohnehin auch ohne Reisekostenersatz daran gelegen sein, sich bei dem alten Junggesellen in angenehmer Erinnerung zu bringen, wegen der Erbschaft, und die Überreichung einer derartigen Urkunde wäre dazu wahrhaftig ein gefundener Anlass. Zudem haben bäuerliche Gemeinderäte wenig Zeit zu derlei Fahrten und Luft schon gar nicht. Denn schließlich weiß man sich etwas Gescheiteres, als in feierlichem Aufzuge vor fremden Türen zu Katzbuckeln für nichts und wieder nichts. So fuhren denn einige der weitschichtigen Verwandten Kleinhäuslersleute mit dem schönen Urkunde nach Wien und klopften an die Tür. Ein bartloser älterer Herr mit silbernen Knöpfen am Rock und Weste erschien in der Türöffnung und erkundigte sich nach dem Begehr. Die Abgesandten frugen einigermaßen verlegen, ob sie den Herrn Preyer vor sich hätten. Der bartlose Herr erwiderte, er sei der Diener des Herrn Preyer. Da wurden den weitschichtigen Verwandten gleich leichter ums Herz, und sie brachten durcheinander breitspurig wenigstens das eine heraus, dass sie weitschichtige Verwandten seien, arme Kleinhäusler, mit des Lebens Notdurft dringend, zugeheiratet an Geschwisterkinder der Mutter des Herrn Preyers mit genauer Angabe des Grades, und dass sie Herrn Preyer doch wohl einmal heimsuchen müssten. Es sei ohnedem schon sehr lange her, aber es halt schon so gehe. Der Herr Bediente hieß die Freundschaft im Vorzimmer niedersetzen und verschwand durch eine Tür. Während sich die Verwandten ein wenig umsahen und mit den verschiedenen Einrichtungsstücken zu liebäugeln begannen, was ihnen als voraussichtliche Erben nicht krumm zu nehmen war, erschien der Herr Bediente wieder und übergab den Erblustigen je einen Brief mit einem Hunderter drinnen und verabschiedete sich freundlich, herzlich und eilig. Das war damals viel Geld, für jeden ein Hunderter. Die Fahrt nach Wien kostete 65 Kreuzer, und um 1 Gulden 50 Kreuzer konnte man sich in Wien toll und voll sättigen und wohl noch einen Schwips aufriemen. Um 50 Gulden bekam man einen ungarischen Unjungochsen, und der Eimer Wein stand auf 5 Gulden. Den Sack doppelgriffigen Nullermehls lieferte damals jeder Landkreisler um 16 bis 18 Gulden, 85 Kilo schwer, bis ins Haus gestellt und machte sich noch eine Ehre draus, wenn man schuldig blieb. Ein Hunderter galt dazumal ganz gewiss etwas.
Der Besuch hatte sich somit trotz Zeitversäumnis und Barauslagen bezahlt gemacht und die weitschichtige Verwandtschaft trat hoch befriedigt und in den freudigwilligen Weinseligkeit die Heimreise an, versteht sich mitsamt der kunstvollen Ehrenbürgerurkunde, die sie leider Gottes in der Eile und Aufregung vergessen hatten abzugeben. Der Herr Bediente war zwar ein sehr umgänglicher und gar nicht hochnäsiger Herr gewesen, aber den Abschied hatte er doch ein wenig überstürzt. So wurde Gottfried Preyer Ehrenbürger, ohne es zu erfahren, denn bei dem missglückten Versuch hatte es die Gemeinde bewenden lassen. Ja, es ist schön harmlos, ja, aber es ist schön gemacht irgendwie. Ich werde mal kurz hier einblenden, was so ein Gulden heute Wert hat, um mal als Vergleich zu sehen, was ein Hunderter ist im heutigen. Und jetzt machen wir heute nochmal weiter mit noch einer Geschichte. Und dann machen wir mal auf für heute. Ne? Der Verlobungsring. Da fuhr ich einmal mit der Sandtaler Eisenbahn in der 3. Wagenklasse, die schon damals mancherlei für sich hatte. Es war in der guten alten Zeit vor 1914. Mir gegenüber saß ein alter slowenischer Bergbauer, den ich von irgendwoher kannte. Alsbald staken wir mitten in einem Plausch über allerhand Sachen. Sein Nasenwärmer brannte schlecht und stank, so bot ich ihm einen Glimmstängel an, der ihn bass erfreute. Für solche Zwecke führte ich damals eigens eine billige Gattung mit mir, bekannt unter dem Volksmundreim Litera H um 5 Kreuzer 2. Die sogenannten Kreuzer, lateinisch brevitas, spanisch presentatus, Feuer steckte ich meiner gegenüber auch vor, und dabei musste ein fürwitziger Lichtstrahl durch den Stein meines Verlobungsring gefahren sein, dass es aufblitzte. Der Stein ist zwar sehr klein, durchaus dem Einkommen eines kleinen österreichischen Staatsbeamten angepasst, aber dem scharfäugigen Bergbauern fiel das Aufleuchten offenbar doch auf, denn er hub also an. Verzeiht mir jetzt, ja, das ist jetzt in sehr krassem Dialekt geschrieben. Zu Boss aber haben Sie denn gleich 2 Ringe auf einem Finger? Der da ist ein Ehering, weil ich verheiratet bin. Und der da ist der Verlobungsring. Der mit dem Glasfenster? Wohl. Zu Boss, aber brauchen Sie den? Ja, es ist halt so der Brauch. Aha. Und was ist das hier da hier? Das ist der Stein. Das ist ein Stein. Ein Stein. So etwas habe ich aber noch nie nicht gesehen. Was ist also das für ein Stein? Ja, wie soll ich Ihnen das auf Slowenisch sagen? Auf Deutsch heißt er Brillant. Ah, so habe ich nachher schon wohl gehört. Richtig, der Landesbeschälhengst beim Verweger heißt auch Brillant. Der macht die besten Füller. No, alsdann, da sehen Sie jetzt das Beste. Nochmal. No, alsdann, da sehen Sie jetzt das Beste. Was es von einer Gattung gibt, heißt Brillant. Die Schnurrbartwichse beim Rasierer Kotscheniek in Chili heißt auch Brillantine, ist aus dem besten Hengstenschmalz gemacht, sagt er. Jetzt verstehe ich schon. Und warum sagt man nachher zu dem Stein da Brillant? Ja, den Namen haben ihn die Franzosen gegeben. Ah, so wird der Eppert dort gemacht? Aus Glas? Nein, das ist ein Stein, ein gewachsener Stein. Den findet man nur an wenigen Stellen der Erde, in Afrika, in Amerika. So? Und was kostet er denn? Ja, so 100 Rheinisch Gulden. Pfja, der Dreck! Das kostet halt das Gold so viel? Nein, das Gold rundum da möchte nur vielleicht 20 bis 25 Rheinisch kosten. Der Stein ist das Teure dabei. Wieso das? Ja, diese Steine kugeln nicht so umeinander wie die Kieselsteine. Die sind billiger. Und dann hat der Stein noch allerhand in das in die Leute halt gern mögen. Er blitzt schön auf, das haben Sie ja gesehen. Das aber wohl. Und sonst hat er noch verschiedene gute Eigenschaften. Wird sein. Und zu was ist er denn nachher gut? Ja, er ist sehr hart. Tammisch hart. Hart ist jeder Stein. Aber nicht so hart wie dieser Stein. Jetzt sagen Sie mir aber nun das eine, wie soll man das auseinander kennen? Mit welchem denn mehr hart ist als der andere?
Da fuhr mir ein Blitz durchs Gehirn. Ich machte mit dem Ringstein einen Krixi-Kraxi auf der Fensterscheibe und sagte: »Da, schauen Sie einmal her.« Der Bauer lehnte sich jählings zurück, dass der Hirschbart auf seinem Hute nur so wackelte, strich mit seinen derben Arbeitshänden die grüne Hosenborte auf und nieder, und mit hell aufleuchtenden Augen rief er befriedigt: »Mein Lieber, du pett ja Glasdiamant!« »Versteht sich, mein Lieber«, wiederholte ich, von einem Albdruck befreit, »das ist freilich ein Glaserdiamant.« Dass einem der richtige Ausdruck, lateinisch Terminus technicus, auf Deutsch auch nie zur richtigen Zeit einfallen will. Das ging mir schon auf der Hochschule des Öfteren so. So ist halt ein Kreuz. Mein Gegenüber zerbrach den halb ausgerauchten Glimmstängel in 2 Teile und schob die eine Hälfte in die Westentasche, die andere samt der Asche in den Mund. So kaute er vergnügt vor sich hin, inzwischen öfters den Stein behaglich musternd. Einmal ergriff er sogar meine Hand und ritzte einige Zeichen mit dem Stein in die Fensterscheibe. Beim Abschied meinte er noch zutraulich, so an 20 Rheinisch gebe er mir gleich für den Stein, wenn er einen Griff hätte, dass man ihm doch handhaben könnte. Aus dem Geschäft wurde denn auch richtig nichts, da bekanntermaßen gefriemte Waren teurer sind und gebrauchsfertige Glaserdiamanten eben nicht weit billiger zu stehen kommen und manniglich leichter zu haben sind. Es ist fantastisch. Also ich mag das Buch wirklich. Ich habe es auch privat selbst nochmal weit gelesen und musste an einigen Stellen wirklich lachen. Hier, guck, bei Seite 109 bin ich gerade. Also ein sehr schönes Buch, ein sehr schönes Buch. Ich hoffe, das hat euch bis hierhin gefallen. Davon gibt es noch mehr. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bye. Korrekt. Lasst uns lesen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.